Hallo Welt und herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Mein Name ist Christoph Ahrens und nun folgt eine Kompakteinführung zum Projekt Edenau. Vor ungefähr einem Jahr fing ich an, den Menschen in meinem Umfeld zu erzählen, dass ich eine Strategie zur Rettung der Welt anzubieten habe. Aber wie ist die Frage und was ist das genaue Ziel? Ziel des Projektes Edenau ist die Auflösung der Global Issues, also die größten Baustellen der Menschheit im Sinne von allem zu einem guten Ende zu bringen. Die Hauptthemen der Global Issues bestehen aus den Bereichen Natur und Umwelt, Gesundheitszustand Mensch, Wissenschaft, Lehre, Bildung, Gesellschaft und Führungssysteme. Insgesamt differenzieren wir in diesen Bereichen 20 Problemfelder. Wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, sind natürlich die Angebote der Konkurrenz höchst interessant. Hauptkonkurrent ist an dieser Stelle die UN, die ja sozusagen global das Mandat besitzen, sich um diese großen Aufgaben zu kümmern. Deren Konzept heißt Sustainable Development Goals. In diesem Konzept verspricht die UN Vollbeschäftigung. Das zeigt, dass die UN alle rasant schnellen Entwicklungen durch die fortschreitende Digitalisierung sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart und Zukunft ignoriert und falsch einschätzt. Realistisch ist, dass in den kommenden 10 bis 15 Jahren ungefähr 50% aller Arbeitsplätze, so wie wir sie bisher kennen, nicht mehr gebraucht werden. Das ist das Gegenteil von Vollbeschäftigung. Ebenfalls absolut unzureichend ist, dass das brandheiße Eisen Ungleichheit aktuell auf Platz 3 in den Top 10 der Global Issues erst ab 2030 behoben werden soll. Damit ist klar, dass der Plan der UN unrealistisch ist und dringende Erfordernisse außer Acht lässt. Warum aus der Richtung nichts Sinnvolleres zu erwarten ist, sehen wir als nächstes. Hierzu ziehen wir das Digital Latency Modell von Karl-Heinz Land zu Rate. Dieses zeigt im Einzelnen die erheblich unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit der sich die Bereiche Technologie, Geschäftswelt, Werte, Gesellschaft und Kultur und die Politik und Regulatorik entwickeln. Deutlich sichtbar sind die Lücken zwischen der Entwicklung der Technologie und den anderen Bereichen. Dramatisch groß ist die Lücke zwischen dem Bereich der Technologie und den Institutionen, die global die Welt lenken und leiten (Klammer auf, sollten), Klammer zu, also der Bereich der Politik und Regulatorik. Die unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten driften exponentiell zukünftig immer weiter auseinander. Das zeigt, dass das Instrument der Politik und Regulatorik unserer Welt nicht mehr gewachsen ist. Klar ist, dass eine Auflösung der Global Issues erfordert, dass zwischen dem Erschaffen großartiger Möglichkeiten durch uns Menschen und den Entscheidern, die aus Möglichkeiten Handlung generieren, eben keine nennenswerte Lücke bestehen darf. Ein funktionierender Plan kann somit nur aus einer anderen Welt kommen, und zwar aus dem Zeitgeist, den Technologien und den Wissenschaften. Fokussieren wir uns nun auf die Erkenntnisse der Zukunftsforschung. Welche Zukunft liegt vor uns? Was sagen die Futurologen dazu? Was ist dein Gefühl? Fragen über Fragen. Genauer zeigen Megatrends unsere Zukunft. Megatrends beschreiben langanhaltende gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen, die zahlreiche Lebensbereiche, unter anderem Arbeitswelt, Konsum- und Freizeitverhalten, Gesundheit, Bildung, kulturelle Identität und politische Teilhabe massiv beeinflussen. Megatrends verändern das Leben aller Menschen weltweit, wirken in verschiedenen Regionen und Gruppen aber unterschiedlich zeitlich versetzt und keineswegs immer stetig voranschreitend. Sie stehen miteinander in Wechselwirkung. Beispiele sind die Megatrends Individualisierung, New Work und Neoökonomie. Gemäß dem Zukunftsinstitut leben wir in einer Matrix aus 12 Megatrends und der weiteren Ausdifferenzierung in 153 Submegatrends.
Um euch ein Gefühl zu diesen Trends zu geben, stelle ich nun 6 Submegatrends vor und behalte bitte im Hinterkopf, dass diese Trends an unterschiedlichen Stellen aktiv sind. Post-Carbon-Gesellschaft. Der Klimawandel zwingt Menschen, Gesellschaften und Unternehmen, ihr Verhalten zu ändern und neue, nicht fossile Energieressourcen zu nutzen. Aufgabe der nahen Zukunft wird es sein, den Übergang in die postfossile, in die Post-Carbon-Gesellschaft zu wagen. Dieser Submegatrend ist Teil des Megatrends Neoökologie. Transparenzmärkte. Herkunft, Regionalität und Verantwortung werden zu wichtigen Kaufargumenten. Konsumenten wollen wissen, woher die Produkte stammen und wie und von wem sie gefertigt wurden. Transparenz ist heute schon ein entscheidender Hebel, um Vertrauen beim Kunden zu erzeugen. Die Blockchain-Technologie könnte künftig im Handel für noch mehr Transparenz sorgen, indem sie zum Beispiel Lieferketten lückenlos nachverfolgbar macht. Plattformökonomie. Als Plattformökonomie wird eine Wirtschaftsform bezeichnet, in der Online-Plattformen die Basis für den Austausch von Ressourcen und die Vermittlung von Geschäftsbeziehungen darstellen. Sie steuern die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen und damit den Zugang zum Markt. Zu den bekanntesten Beispielen gehören Unternehmen wie Airbnb oder Uber, die selbst keinerlei Immobilien oder Fahrzeuge besitzen, aber zunehmend zu marktbestimmenden Global Playern werden. Golden Mentor. Golden Mentors wollen ein Leben lang aktiv bleiben und andere an ihren gesammelten Erfahrungen teilhaben lassen. Vertreter dieses Lebensstils sind in der Regel zwischen 55 und 79 Jahre alt und befinden sich häufig bereits im Ruhezustand bzw. im Unruhezustand, denn viele arbeiten immer noch und bringen sich aktiv in Wirtschaft und Gesellschaft ein. Holistic Health. Der Blick auf Gesundheit wird ganzheitlicher, endet aber nicht beim Menschen, sondern bezieht auch die größeren Kontexte mit ein. Das komplexe Wirkungsnetzwerk, das auf die Gesundheit von Individuen und ganzen Bevölkerungen Einfluss hat. Künftig werden mehr Faktoren in den Fokus rücken, die nicht in der Verantwortung der Individuen, sondern von Staaten und Wirtschaft liegen, wie Gesetze, Bildung, Architektur und Arbeitsumgebung. Und nun zum Schluss der Self-Balancer. Der Self-Balancer führt einen achtsamen Lebensstil und hat es sich zum Lebensziel gemacht, im Inneren stets ausgeglichen und bei sich zu sein. Für ihn ist das eigene Wohlbefinden wichtiger als der Gedanke, um jeden Preis gesundes Essen zu sich zu nehmen oder sich für eine sportliche Tätigkeit zu motivieren. Damit schafft er es, seine Prioritäten im Leben ganz klar zu setzen und zu verfolgen, ohne sich durch äußere Einflüsse beirren zu lassen. Lassen wir nun diese Informationen für einen Moment durch unsere Schaltkreise zirkulieren und erkennen dann, dass Submegatrends in unterschiedlichen Ranges wirken, eigene Wirkprofile haben und über diverse weitere Eigenschaften verfügen, die eine Klassifizierung ermöglicht. Die vorhergehenden Beschreibungen der Trends habe ich den Unterlagen des Zukunftsinstituts entnommen. Mit Hilfe der Klassifizierung der Trends haben wir ein Bewertungssystem entwickelt. Diese ist datenbankbasiert, wodurch wir spannende Abhängigkeiten sichtbar machen können und in der Lage sind, die einzelnen Problemfelder der Global Issues mit der Matrix der Submegatrends zu verbinden. Hieraus ergibt sich eine komplexe Darstellung von Abhängigkeiten, die sich jeweils durch verschiedene Parameter einzeln beschreiben lassen. Insgesamt erhalten wir somit Informationen darüber, welchen Impact welcher Submegatrend auf die jeweiligen Problemfelder der Global Issues hat. Das heißt, ja, es ist möglich, die Balance der Welt wiederherzustellen, unter lediglich einer Voraussetzung. Wir haben die Prognosen der Zukunft in Form der Megatrends. Diese durchlaufen die uns allen bekannte Verteilung aus positiven und negativen Ereignissen und Entwicklungen in starker Abhängigkeit durch die individuelle Wahl des Weltbildes, je nach Option entweder positiv oder negativ fokussiert. Der Negativ-Impact
des materiellen Weltbildes hat somit eine ungünstige Performance und es wird in dieser Variante zu lange dauern, um stark wirksame humane Lösungen zu erleben. Wollen wir diese, geht kein Weg vorbei am Paradigmenwechsel. Und der geht so. Man nehme die absolut positiven Entwicklungen der bekannten So-Megatrends, führe ein Holistic Upgrade durch und entdecke plötzlich viele weitere global aktive Entwicklungen, die zuvor unsichtbar waren. Fasse diese zusammen und zeige der Welt den Hidden Megatrend. Holistic Being. Holistic Being, der Booster für alles Positive, der Treiber und Verbinder, der Herzöffner und der Möglichmacher, um die Ketten zu sprengen, für die Exit-Strategie aus dem materiellen Weltbild, implementiert durch den Edenau-Maßnahmenkatalog, der aus 3 Teilen besteht. Erstens das Business-Ökosystem, dem Wertstoffhof, welcher einen Verbund von Unternehmen beschreibt, die durch einen gemeinsamen Orchestrator, also Edenau, auf eine gemeinsame Wertschöpfung, eine humane Welt im Einklang aller ausgerichtet wird. Der zweite Teil unserer Maßnahmen ist das Blockchain-Framework, der Rahmen, der die einzelnen Unternehmen und Geschäftsfelder auf technischer Ebene untereinander verbindet und Funktionen bereitstellt, wie zum Beispiel Windows. Somit sprechen wir hier vom Betriebssystem des Business Ecosystems. Der dritte Part umfasst unsere Geschäftsfelder. Wir nennen sie Worldview Extensions. Wir zeigen nun die praktische Anwendung des Wertstoffhofs, Blockchain-basiert. Nick will auf seinem Grundstück ein Windrad bauen und sucht Menschen, die mitmachen. Edenau gibt es noch nicht, also fragt er bei den Nachbarn, die aber lieber bei Atomstrom bleiben. Weiteres Suchen ist ihm zu aufwendig. Kein Windrad wird gebaut. Später wird Nick Verbündeter. Er installiert die Edenau-App, die ihn mit unserer Community verbindet und sein Supply- und Demand-Profil abfragt. Hier also seine Projektidee Windrad und sein Wunsch nach autonomer Stromversorgung. Also seine individuelle Liste von Bedürfnissen, Kompetenzen und Notwendigkeiten. Diese Profile werden von allen Edenau-Verbündeten unserer Community dezentral und deshalb sicher abgelegt und proaktiv gematcht. Ralf, ebenfalls Teil der Community, ist Windpark-Spezialist und sucht Mitarbeiter. Ralf und Nicks Profile werden gematcht. Das Windrad wird gebaut, beide haben Spaß. Petra hat einen Lieferdienst und will auf grünen Strom umsteigen. Sie als Verbündete wird gematcht mit Nick, von dem sie nun erneuerbaren Strom bezieht. Die Edenau-Community wächst weiter. Neue Profile werden georeferenziert gematcht. So Tante Erika und Anne, die Biobauerin. Tante Erika erhält die gesuchten Biowaren, angebaut von Anne, direkt nach Hause geliefert von Petra. Arbeit findet sie bei Ralf und Anne gemäß ihren Interessen. Wir sehen, der Wertstoffhof verknüpft automatisch und ohne überflüssige Intermediäre Ressourcen wie Waren und Dienstleistungen mit Möglichkeiten und Kompetenzen zu planetenfreundlichen Wertschöpfungsketten. Diese zentrale Funktion nennen wir Human-to-Planet to Human Resource and Distribution Management. Kommen wir kurz zurück zum Paradigmenwechsel. Kein Paradigmenwechsel ohne Bewusstseinssteigerung. Die Lehre der globalen Bewusstseinssteigerung definiert sich durch die Inhalte der Trends und Problemfelder und ganz besonders durch aktuellste Erkenntnisse aus den Bereichen der Bewusstseinsforschung, der Physik und Chemie, der Biologie, speziell den heilenden Themenfeldern und der Erdgeschichte. Nun verweben wir alles zusammen im Sinne des Zeitgeistes und entwickeln aus allen Elementen den Algorithmus zur Lehre der Bewusstseinssteigerung. Im Ergebnis generieren wir damit für jeden Menschen einen individuellen Fahrplan zur Bewusstseinssteigerung, App-basiert, forcieren den Paradigmenwechsel durch ideologiebefreite Antworten für Körper, Seele und Geist auf die Fragen aller Fragen. Wer sind wir, woher kommen wir und warum das alles? Diese Inhalte transportieren wir durch unsere Anwendungen und Geschäftsfelder.
Der Hidden Megatrend Holistic Being ist nicht nur eine Beschreibung aktueller Entwicklungen, sondern er befreit die wertvollen Submegatrends aus ihrer beschreibenden Passivität, um die evolutionäre Entwicklung des Menschen aktiv und zielgerichtet zu gestalten. Holistic Being entfernt Limits des materiellen Weltbildes. Der Algorithmus dient als Skillsystem, welches das Erlernen und Erleben von Kompetenzen und Erkenntnissen ermöglicht, Überblick gewährleistet und bidirektional Wissenschaft, Lehre und Bildung inhaltlich und zeitlich vereint. Diesen Ansatz setzen wir um durch das Geschäftsfeld Bildungsanbieter. Unsere Workshops erweitern bestehende Bildungssysteme, zum Beispiel Kindergärten und Schulen. Unser Lernziel ist das Erlangen von Kompetenz, nicht die Wissens- und Informationsvermittlung. Das Personal Role-Playing Game ist der real-digitale Erlebnisraum für Bewusstseinssteigerung und Persönlichkeitsentwicklung. Durch Mechanismen wie Edutainment und Playfulness bieten wir unseren Verbündeten einen persönlichen Begleiter für die Reise zu sich selbst und damit zu mehr Bewusstsein. Weltweit gilt es, soweit möglich, bestehende Geschäftsmodelle in die Post-Carbon-Gesellschaft und Post-Wachstumsökonomie zu transformieren. Hierzu bieten wir Migrationspfade und zertifizieren Unternehmen auf Basis von Scorings, zum Beispiel dem Total Social Impact Index. Den massiv zu erwartenden Dienstleistungsbedarf decken wir durch unsere Zertifizierungsstelle. Aufgabe des Gleichheitscenters ist das Sammeln von Geldern zur Ausschüttung in Form von bedingungslosem Grundeinkommen. Dies ist der stärkste Hebel, um Ungleichheit zu verringern. Das Postulation Center hat die Aufgabe, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu erweitern und den rechtsunverbindlichen Status der Resolution zu beenden. Prosumer Matching ist die Grundlage für kurze und kostengünstige Wertschöpfungsketten ohne Intermediäre und fasst das praktische Beispiel zur Funktion des Wertstoffhochs auf Folie 13 zusammen. Der Connector für alle planetenfreundlichen Akteure und Gewerke füllt das Business-Ökosystem mit Leben und stärkt die Community. Das Angebot an unsere Akteure lautet: Connectet eure Dienstleistungen, wir verteilen sie global. Es geht um Coworking und Open Innovation, verbunden durch Social Business. Was noch fehlt, ist eine neue Währung, deren wichtigste Eigenschaften sind folgende: Blockchain-basiert, nicht gekoppelt an aktuelle Geldsysteme, automatische Entwertung für Coins aus Transaktionen und Wertschöpfung älter als X. Gekoppelt an Personal Role-Playing Game und Wertstoffhof. Nun folgt unsere Roadmap. Aktuell entsteht das White Paper, welches das Projekt in die Tiefe beschreibt. Zeitgleich läuft die Akquise der Akteure und Gewerke, die wir seit Projektbeginn Anfang 2019 kennengelernt haben. Deren Dienstleistungen und Produkte existieren schon länger, haben eigene Communities, füllen aber bisher ein Nischendasein. Nun gilt es, Kräfte zu bündeln, eine gemeinsame Community aufzubauen, um global Präsenz zu erzeugen. Parallel läuft die Bewerbung zu Boom 2020, einem Festival in Portugal, wo wir vor 35.000 Menschen aus 150 Nationen präsentieren wollen. Ab April 2020 gilt es, Geld und Ressourcen aller Art einzusammeln, um die Entwicklung des Projektes voranzutreiben. Das erste Finanzierungsziel lautet: Liquidität für ein Jahr, Kernteam aufbauen, bestehend aus ca. 7 Menschen in Vollzeit. Hierzu veröffentlichen wir das Projekt bei Kickstarter und Ecobörsen und sind bereits auf der Suche nach Verbündeten mit globalen Netzwerken. Danach gründen wir und eröffnen die Weltrettungsbranche. Die Entwicklung des Blockchain-Frameworks wird in einer Stiftung ausgelagert. Wichtigste Ziele für das erste Jahr: Aufbau interne Strukturen, Aufbau Pre-Blockchain-Framework, Aufbau Community durch Social Media, eDNOW Starter-Paket. Spätere Finanzierungsrunden laufen auf 3 Jahre, dann 5 Jahre. Insgesamt planen wir die Umsetzung der Meilensteine der Aufbauphase bis 2025, gefolgt von der Koexistenzphase, die bis 2032 laufen wird.
Kommen wir nun langsam zum Ende der Kompakteinführung und stellen die Frage nach der Finanzierung. Zum Projektstart nutzen wir die Möglichkeiten, die sich aus ICO-Börsen und Saftverträgen ergeben, planen Token-Generating-Events für die Blockchain-Währung und sind uns sicher, Menschen weltweit für die gemeinsame Sache zu begeistern und Unterstützung zu bekommen. Danach generieren wir dauerhaft Liquidität aus unseren Geschäftsfeldern. Nun folgen abschließende Anmerkungen. Ersetze für dich unpassende Worte in der Präsentation durch Begriffe, die sich für dich besser anfühlen. Denn es geht um die Mechaniken, nicht um jedes einzelne Wort. Fragen, warum und wieso konnte es nur dazu kommen, dass Menschen dies oder jenes getan oder nicht getan haben, sind reine Energieverschwendung. Vergebung und der Blick nach vorne bringen uns weiter und sind die Tools der Zeit. Wir wollen niemanden überzeugen oder drängen. Spaß, Freude, Hoffnung, Bewusstsein und Kompetenz sind unsere Angebote an dich. Die bringen Freiheit, killen Ängste und sind für alles das Beste, ganz automatisch. Man extrahiere die süchtig machenden Faktoren einer guten Serie, zum Beispiel Game of Thrones oder Breaking Bad, kombiniere sie mit Spielmechaniken, die Millionen Menschen über lange Zeit zu fesseln imstande sind, zum Beispiel World of Warcraft oder Minecraft, mixe das Ergebnis mit der Macht und den Möglichkeiten globaler Business-Ökosysteme, vergleichbar mit Apple und Google, und erkenne in Summe das ultimative Potenzial von Edenau mit seinen besonderen Zielen und Inhalten als Alleinstellungsmerkmale. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Gute und bis bald. Euer Christoph und das Team von Edenau.